Er gleichzeitig den Segen denen, die gehorsam sind, und den Fluch denen, die ungehorsam sind. If we would use that terminology from Deuteronomy. Wenn wir diese Begriffe aus 5. Mose benutzen. Okay, so that is what is taking place. Das ist, was hier passiert. Now, of course, we would say, but they didn't know God. Und dann könnten wir sagen, ja, aber die kannten I mean, Gott it's ja nicht. not fair. Das ist nicht fair. Okay, so that would be the standard arguments that we hear. Das wäre so ein typisches Argument, was wir hören. Now, if we look at the life of the Amorites, Wenn wir uns das Leben der Amoriter anschauen, Amorites is used as a summary term for all these ites, die Amoriter, Jebusites and Girgashites and so on. die werden hier als ein Begriff genannt, der die ganzen anderen mit umschließt, die ganzen Iter. So it's used as a general term, Also ein Sammelbegriff. most of the time. Also meistens. Okay. Now, have you read Romans recently? I know you read a lot, so stupid question. No. Okay. Hebrews. Yeah, it's not in there. Cannot help you with that. Sorry. So, in Romans, Paul argues at the beginning of the book. Im Römerbrief argumentiert Paulus zu Anfang, First chapter and second chapter, im Kapitel 1 und 2, that God has shown himself to every nation and every people group. dass Gott sich jeder Nation und jeder Volksgruppe gezeigt hat. And he puts it this way, he says, for what can be known about God is plain to them. Und er sagt das so, er drückt das so aus, was von Gott erkannt werden kann, das ist ihm klar. And he's not talking about Christians, he's explicitly talking about Gentiles, non-Christians. Paulus spricht hier nicht über Christen, sondern ganz klar über Nichtchristen, über Heiden. He says his invisible attributes, his eternal power and divine nature have been clearly perceived. Er sagt, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken. So, that God is powerful and godly, that can be seen by anybody. That's what Paul states. Dass Gott mächtig ist und Gott ist, das sagt Paulus, kann von jedem erkannt werden. Not the details about God. Nicht die Einzelheiten über Gott. Well, if you talk with people, most people, well, a large majority of people say, I believe in something like a God. Wenn man mit Menschen spricht, dann werden die allermeisten sagen, ja, ich glaube, es gibt schon irgend sowas wie ein Gott. Or a higher power or something like this. Sowas wie eine höhere Macht. Okay? So, people today believe that. Auch Leute heute glauben daran. They wouldn't say it's the God that reveals himself in the Bible, but there is this idea. Das ist der Gott, der sich in der Bibel offenbart, aber sie haben schon so eine Ahnung. And Paul says all can see that. Paulus schreibt, alle können das sehen. Okay. Now, in Acts chapter 17, Paul is in Athens. In Apostelgeschichte 17 befindet Paulus sich in Athen. It's like coming from a frustrating time and not yet in Corinth, so that's basically what he's doing there. Er kommt gerade von einer frustrierenden Erfahrung, ist noch nicht in Korinth angekommen, ist da noch zwischendrin. And he sees all these statues to various gods. Da in Athen sieht er Statuen den verschiedenen Göttern. And he sees one socket without a statue which says to an unknown God. Und dann sieht er einen Sockel ohne Gott drauf und da steht drauf dem unbekannten Gott. And then he preaches based on that. Und darauf baut er seine Predigt. And he says, what you worship as an unknown God, I declare to you. I explain it. Er sagt ihnen, das was ihr hier anbetet als unbekannten Gott, den präsentiere ich euch jetzt, den So erkläre ich euch. he says, you know about it and I give you the details. Er sagt ihnen, ihr habt eine Ahnung davon und ich erkläre euch jetzt die Einzelheiten. So that's what we can do when we evangelize. Das ist auch etwas, was wir tun können, wenn wir evangelisieren. There is a knowledge about spiritual reality and spiritual truth, and we can work with that. Wir können dieses Wissen einer geistlichen Realität nehmen und darauf aufbauen. Now that's not new. Das ist nichts Neues. The people at the time of Joshua or Moses or Abraham, they had systems of worshipping spiritual realities. Auch die Leute damals, zu Josuas Zeit oder vorher noch zu Abrahams Zeit, hatten Systeme, um die geistlichen Realitäten anzugeben. The Christians in the time of Rome were even accused of being non-believers because they didn't have a God, a symbol that they would worship. Die
Christen im Römischen Reich wurden sogar als Atheisten verschrien, weil sie keinen sichtbaren Gott angebetet haben. The Romans said, well, if it's a God, you must have a picture, a figure or something. Die Römer haben gesagt, wenn es ein Gott ist, dann müsst ihr doch ein Bild davon haben oder eine Statue oder irgendwas. And it was no question that there is a God. Many of them. Die haben nie daran gezweifelt, dass es einen Gott gibt. Sie haben sogar an viele geglaubt. So, the idea that there must be a God, it was everywhere. Die Vorstellung, dass es einen Gott gibt, die war überall vorhanden. And it was also there amongst these nations that the Israelites took, basically. Auch unter diesen Nationen, die Israeliten überrannt haben. Now the idea is how these gods were, or this God was, they were varying because they tried to figure it out. Wie diese Götter aussahen, die sie angebetet haben, das hat sich stark unterschieden, weil sie alle versucht haben, das irgendwie herauszufinden. And they had the Molech or the Baal or Astarte or whatever else. Die hatten Molech oder Baal oder Astarte oder was sie sonst But hatten. all that documents is they believed in higher authority. Aber das zeigt deutlich, dass sie an eine höhere Autorität geglaubt haben. So this fact was understandable for everyone. Dieser Fakt, soweit war das verständlich für alle. They also knew some of the basic laws, Auch einige der Grundregeln haben sie verstanden. like the Israelites had. So ähnlich wie die Israeliten haben. Everybody knows that it's wrong when you kill someone. Jeder weiß, dass es falsch ist, jemanden umzubringen. And if someone says, no, I don't believe that, try and kill him and see how he reacts. Und wenn hier jemand sagt, nee, ich finde, Morden ist voll okay, dann guck mal, wie er darauf reagiert, wenn er ermordet wird. You don't want it to happen to you. Das ist nicht was man möchte, dass einem selbst zustößt. So you know it's wrong. Very simple. Also weiß man, dass es falsch ist. So So einfach ist es. some basic laws God gave to everybody. So ein paar Grundregeln hat Gott allen gegeben. But apparently they dealt wrongly with these simple revelations of God. Anscheinend sind sie falsch umgegangen mit diesen einfachen Offenbarungen Gottes. Now, when we read Joshua, we see the story of Rahab. Wenn wir Josua lesen, dann sehen wir auch Rahabs Geschichte. And Rahab says to the spies that they know that their God is bringing them into the land, and that's why they are so scared. Rahab erzählt den Spion, dass die Einwohner wissen, dass der Gott der Hebräer sie ins Land bringt und deswegen haben sie solche Angst. So they knew about God. Das heißt, sie wussten auch was über diesen Gott. And they were scared, which means they thought this God is a reality. It's not a joke. Und sie hatten Angst, das heißt, sie glaubten, dass dieser Gott Realität war, nicht ein Witz war. The Gibeonites figured out a smart system to trick the Israelites because they knew there is a God who leads them in. Die Gibeoniter, die haben sich ja was ganz Trickreiches ausgedacht, weil sie wussten, dass dieser Gott der Israeliten sie hereinführt. So the people knew about that God, Das heißt, diese Völker, die wussten auch von diesem Gott. but they didn't honor him. Sie haben ihn aber nicht geehrt. They honored some substitute system. Sie haben ein Ersatzsystem geehrt. So when Joshua takes the land with the Israelites, it seems that now God thinks the time is there to punish these people. Als Josua jetzt das Land einnimmt mit den Israeliten, dann scheint es, dass Gott der Meinung war, jetzt ist es die Zeit gekommen, um die Kanaaniter zu bestrafen. Now, we would need to understand the Canaanites or the Amorites, whatever term we use, a bit in order to get the point, I think. Ich glaube, es wäre hilfreich, diese Kanaaniter oder Amoriter, wie wir sie nennen wollen, ein bisschen besser zu verstehen und das wirklich zu begreifen. In the papers that I gave you on page 14, I think, I made a list of articles that help understanding. In diesem Merkblatt, das ich euch ausgehändigt habe, ich glaube auf Seite 14, da gibt es ein paar Links zu Artikeln, die euch dabei helfen können. So, I know that reading more is a bit of a no-go at the moment. Ich scheint es vielleicht gerade ein bisschen unrealistisch, noch mehr zu lesen. But if you want to get into answers to these questions, I suggest you read these articles in your Bible dictionaries. Wenn es euch aber wichtig ist, Antworten auf diese Fragen zu bekommen, dann schlage ich euch vor, lest diese Artikel in eurem Bibellexikon. You have shorter or thinner and more extensive Bible dictionaries here. Da gibt es ein paar
umfassendere, ein paar kürzere Bibellexika. The more you read, the better picture you get on those people groups. Je mehr ihr dazu lest, desto besser werdet ihr diese anderen Völker verstehen. And if you read it, I would suggest read it when you plan fasting, because usually you don't want to eat afterwards. Am besten lest ihr das, wenn ihr sowieso mal einen Tag fastet, weil das ist oft nicht so appetitlich, was ihr dort lest. So you will read about things that really make you throw up almost. Das sind echt Sachen dabei, die diese Völker gemacht haben, die einem zum sich übergeben führen. Now I wrote down there somewhere, I spare you the details. Irgendwo habe ich da auch mal hingeschrieben, also die Details, mit den Details verschone ich euch. One of the things that is mentioned several times in the books of Kings Etwas, was mehrmals im Buch der Könige erwähnt wird, is that the kings of Israel were sacrificing their children in fire like the inhabitants of the land used to do. dass die Könige der Israeliten ihre Kinder im Feuer geopfert haben, als Opfer dargebracht haben, genau wie es die Könige in dem Land schon wie ehemals getan haben. That is in 2 Kings 16 verse 3, for example. Zum Beispiel in 2. Könige 16, Vers 3 Then in 17 verse 17. und auch in 2. Könige 17, Vers 17, In 23 verse 10. in Kapitel 23, Vers 10 And I forgot 21 verse 6. und in 21, Vers 6. So, Israelite kings are criticized for doing the same as these people groups did. Da werden die israelitischen Könige also dafür kritisiert, dass sie dasselbe taten, wie diese anderen Völker getan haben. And we get a bit of a list what they were doing, and everything is very bad. Und da finden wir auch so eine kleine Aufzählung dessen, was sie alles getan haben. Und das war ziemlich schlimm. And sacrificing children was done in a horrible way. Die Kinder zu opfern, das passiert auf eine ganz schlimme Weise. They would heat up large stones until they are really hot, and then put the children on there. Große Steine so stark erhitzt, bis sie wirklich heiß waren, glühend waren und haben die Kinder dann darauf gelegt. So, horrible thing. Und wirklich was ganz It's Furchtbares. something you cannot really imagine that people do that. Dass man sich kaum vorstellen kann, dass Menschen das tun würden. But it was done in the worship of Moloch, Das wurde in der Anbetung im Moloch getan, of Baal, von Baal. and those were the big gods of these areas. Und das waren die großen Götter in diesem Gebiet. And it was not done every day, that's not the point. Das ist nicht was täglich stattfand, darum geht es nicht. If something was really desperate or important, that's how they sacrificed to their gods. Wenn sie in eine wirklich verzweifelte Lage kamen, dann haben sie solche Opfer gebracht den Königen. And that is where God decided now it has to stop. Und da hat Gott gesagt, okay, das muss jetzt And aufhören. if we read all this, we see God had good reasons to say it had to stop. Wenn wir das alles lesen, dann merken wir, Gott hatte einen guten Grund dafür zu sagen, das muss aufhören. Those people were not innocent. Diese Leute waren nicht unschuldig. They were not just nice countryside living people. Nicht nur dieses Dorfvolk. They were at war with each other in times. They were cruel. They were doing weird things in sacrifices. Die haben miteinander gekämpft, sie waren unnachgiebig, brutal und haben komische Dinge in ihren Opfern getan. And the Israelites would probably have been the same if God would not have given them the law and the boundaries to limit them. Die Israeliten wären wahrscheinlich genauso geworden, hätten genauso gelebt, wenn Gott ihnen nicht seine Regeln gegeben hätte, seine Grenzen gesetzt hätte. And after living long enough there, they actually did the same thing. Nachdem sie lange genug dort gelebt haben, haben sie tatsächlich dieselben Dinge getan. So God stopped a horrible process that lasted for several hundred years. Gott hat also einen schrecklichen Prozess zum Ende gebracht, der mehrere hundert Jahre angedauert hat. Basically the question is, when is it more merciful, or what is more merciful, to stop that or to be nice and let it go on? That's the question. Man könnte sogar die Frage stellen, was ist barmherziger, dem ein Ende zu bereiten oder es weiterlaufen zu lassen? If it's going on a track where there is no return and it's only getting worse, somewhere along the way the question comes, should I not stop this? Wenn es schon in eine Richtung geht, wo es immer schwieriger wird und keine Umkehr mehr sichtbar ist, ist es dann nicht besser zu sagen, okay, jetzt muss ich das stoppen. So, these are some passages and statements that help us to understand what God was doing. Das sind so ein paar Stellen,
die wir jetzt angeschaut haben, die helfen uns zu verstehen, was Gott getan hat. I know they are not explaining everything, Ist mir schon klar, dass die nicht alles erklären. and it still is kind of strange that so many people had to be killed, Und weiterhin ist es komisch, dass so viele Leute sterben mussten. but it shows what people can do when they leave out God of their worldview. Aber das hat uns gezeigt, zu was Menschen fähig sind, wenn sie Gott aus ihrem Glauben, aus ihrer Weltanschauung weglassen. Or replace him with some substitute. Oder ihn mit anderen Dingen ersetzen. And we can look at examples in our history today, and it's happening the same way. Wir können uns auch heute so ähnliche Dinge in der Welt anschauen. Da passiert was ganz Ähnliches. And our usual statement is, how can people even think of doing that? Wo wir uns fragen, wie kann es jemandem überhaupt in den Sinn kommen, sowas zu tun? And we read it in the news every day. Dinge, die wir jeden Tag in den Nachrichten lesen. So people are immensely capable and creative regarding evil. Menschen sind unglaublich fähig, Böses zu erfinden und zu tun. We are. Wir Menschen. And we're part of it. Wir eingeschlossen. Unless God helps us to not do it, we're lost. Wenn Gott uns nicht hilft, es nicht zu tun, sind wir total verloren. And that's basically the message of the Bible. Das ist im Prinzip die Botschaft der Bibel. God helps us that we don't kill one another. Gott hilft uns, dass wir nicht einander töten. Okay. Kurze Frage. Huh? Kurze Frage. Wie formuliere ich das heißt doch dann eigentlich, dass Gott nach dem Prinzip des Utilitarismus handelt, also der Zweck heiligt die Mittel. Does that mean that God abides by utilitarianism, that the end justifies the means? I'm not sure if we could. Me neither. put it That's that why I'm that asking way, this question. Yeah. Because in this case, it sounds like that. Yeah. The purpose is to make something, or to wipe out something which is even worse than all the killing, with all the Yeah. sacrificing. Yeah. Also in dem Fall hört es sich mir so an, weil Gott sagt, das, was ich damit beseitige, ist noch schlimmer, als die ganzen Völker umzubringen. Not sure if I can give a good answer, but I'll try and give one. Yeah, because God is Antwort geben kann, ich versuche mal. because God is always the same, so He has Yeah. the same moral system or how He acts. It's not in this case I do it like that, and in the other case I say, oh, this utilitarianism is bad. Yeah. So that's what I'm asking. No, that wouldn't work. Weil Gott verändert sich ja nicht. Er ist ja ständig dasselbe, agiert nach denselben Prinzipien. Und deswegen frage ich das. Could you open up Romans chapter 1 quickly? Sorry. Wollen wir mal No reading. 1 aufmachen? Now, in Romans 1, 16 and 17, we basically have the theme of the book. In Römer 1, Vers 16 und 17 haben wir im Prinzip das Hauptthema des Buches. In SBS, we call that the key verse. SBS sagen wir Schlüsselvers dazu. You never mention the key Das verse. ist was was super streng Geheimes. If ever you go and do an SBS, you would have the key verse for Romans. Okay? So, falls ihr mal das SBS macht, dann seht ihr hier schon mal den Schlüsselvers für Römer. So that's marketing. I tried to get you into an SBS. Okay. Okay, seht das als Anreiz, mal die SBS zu machen. So, I'm not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first for the Jew, then for the Gentile. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, in Vers 16, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. For in the gospel, the righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. So the gospel reveals the righteousness of God. Das heißt, das Evangelium offenbart Gottes Gerechtigkeit. And then we usually stop reading because we have a new paragraph and a title in between. Is that correct?
Oftmals machen wir da Schluss mit Lesen, weil dann kommt wieder eine Überschrift und ein neuer Absatz. So something new is coming. So als würde jetzt was total Neues kommen, was gar nicht dazu gehört. Well, unfortunately that's wrong. It's not something new coming. Aber so ist es nicht. Es ist nicht ein neues Thema. There is danach. a second revelation. The gospel reveals the righteousness of God. Sondern es gibt da zwei Offenbarungen. Einmal offenbart das Evangelium Gottes Gerechtigkeit. But also the wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of men who suppress the truth by their wickedness. Und genauso wird offenbart, dass Gottes Zorn vom Himmel her offenbart wird über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. So the gospel reveals actually two things. Heißt also, das Evangelium offenbart zweierlei. We know the righteousness part, Das mit der Gerechtigkeit, das wissen wir schon. but if there is salvation, there also must be judgment. Aber wenn es Errettung gibt, dann muss es auch Gericht geben. And that is in verse 18 here. Das sehen wir in Vers 18. So it is salvation, righteousness, but also judgment. Es ist also Gerechtigkeit und Rettung und genauso aber auch Gericht. And Paul argues very lengthy in Romans that God is righteous even in his judgment. Und im Römerbrief, da bringt Paulus ein langes Argument vor, um zu zeigen, dass Gott auch in seinem Gericht gerecht ist. So he takes a lot of effort to put that down, and it's hard to read. Und das argumentiert er ziemlich lange, hat ein langes Argument dafür entwickelt, es ist gar nicht so einfach, das zu lesen. So I wouldn't say that we can reduce what God is doing to utilitarianism. Ich glaube, wir können das also nicht auf Utilitarianismus Ja, also reduzieren, was Gott macht, Nützlichkeit, ja. wo es darum geht, was ist das Nützlichste. It's the principle by which he has decided to run this earth, basically. Ja. Sondern hier sehen wir das Prinzip, nach dem Gott mit dieser Welt umgeht. Okay, and it needs a revelation for the gospel that brings salvation. Und das Evangelium, das ist eine notwendige Offenbarung, dass es nämlich die Gerechtigkeit bringt, die Errettung bringt. But it also needs a revelation for the wrath of God. Genauso braucht man auch eine Offenbarung von Gottes Zorn. God needs to show us both, Gott muss uns beides zeigen. because otherwise we would think, why is salvation necessary? Sonst fragen wir uns, warum brauchen wir überhaupt Errettung? Which is an answer that I hear quite often. Etwas, was ich ziemlich oft zu hören bekomme. If you don't believe in a judgment, in the wrath of God, you don't need a salvation from it. I mean, why would you? Wenn du nicht an ein Gericht glaubst, an Gottes Zorn, dann brauchst du auch keine Errettung dafür. Wofür denn? So both needs to be revealed by God. Beides muss also von Gott offenbart werden. And in the very big picture, Und um aufs große Bild zurückzukommen, we could say that God is again and again punishing people so that we can learn that there will be a final punishment somewhere along the way. könnten wir das so sehen, dass Gott immer mal wieder Menschen bestraft, um uns deutlich zu machen, dass es am Ende auch eine große Bestrafung, ein Gericht gibt. Because our physical life is not the end. Denn unser körperliches Leben ist nicht das Ende. So if we die here physically, I say it a bit bluntly now, is not so important. Wenn wir jetzt körperlich hier sterben, das sage ich mal ein bisschen übertrieben, Ja. das ist nicht so wichtig. But what happens spiritually is of importance. Was geistlich passiert, das ist wichtig. Okay? So we should never forget this component actually. Und diese Komponente sollten wir auch nicht vergessen. And God needs to reveal that to us. It's not something we can figure out. Das ist etwas, was Gott uns zeigen muss, nicht etwas, was wir selbst für uns And I think herausfinden. stories like Joshua, the judge, is taking the land and all this killing and later killings, Und ich denke, diese Geschichten, diese Erzählungen, wie Josua das Land einnimmt und so viele Menschen dabei umgebracht werden, they try to show that God has something in mind which is bigger than just their lives. die zeigen ja auch, dass Gott etwas Wichtigeres geplant hat, was größer ist als nur ihre Leben. Okay. Now, saying all this, I know I will not give a satisfactory answer to everything regarding this matter. Und mir ist klar, dass auch das, was ich jetzt gesagt habe, nicht unbedingt eine
befriedigende Antwort ist auf dieses ganze Problem. But at least we can think in some wider terms what is included in the questions that we ask. Aber es zeigt uns noch manche andere Dinge, die mit enthalten sind in dieser Frage. Okay, can you live with that? Könnt ihr- Can I wrap it up here? And still enjoy a break now? könnt ihr trotzdem eure Pause nehmen? Hopefully. So, judges after the break. Und dann machen wir mit Richter los nach der Pause. Okay. Was, Bruder? Ich auch. Käse, dann Blatt Käse.